Kennst du auch solche Sätze wie, ich wäre so gerne mutiger oder ich würde so gerne einfacher auf Menschen zugehen. Ich würde so gerne einfach mal ich selbst sein oder mein Gott, wäre das schön, wenn es mir auch egal wäre, was alle anderen über mich denken oder sagen. Oder ich würde so gerne einfach nur mal zeigen, so wie ich wirklich bin. Wäre ich nur ein bisschen stärker, ein bisschen mutiger, würde ich mir einfach nur ein bisschen mehr vertrauen. Also falls du auch solche Sätze hast, dann ist dieses Video genau richtig für dich, denn ich werde dir heute einen ganz wichtigen und wesentlichen Tipp zeigen, wie du tatsächlich mehr Selbstvertrauen gewinnen kannst. Ich werde jetzt immer wieder mal verschiedene Videos machen, wo ich dir immer wieder Tipps gebe, denn mangelndes Selbstvertrauen ist eines der wesentlichsten und größten Themen. Also du bist nicht alleine damit, die fast alle Menschen haben. Jeder hat irgendwie mit Selbstakzeptanz oder mit Selbstvertrauen oder mit Selbstannahme oder mit Selbstliebe und mit dem Urvertrauen zu tun. Bei jedem Menschen ist das irgendwie ein Thema, egal wie erfolgreich ist, wie schön er ist. Also mangelndes Selbstvertrauen ist etwas, wo du nicht wirklich alleine bist. Und Selbstvertrauen können wir tatsächlich lernen, ganz einfach, weil wir es bereits besessen haben. Es ist nichts Neues für uns. Als wir auf die Welt kamen, da hatten wir Urvertrauen bis zum geht nicht mehr. Alles war möglich. Und dann hat unser Umfeld so uns ein bisschen beigebracht, nee, 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 so wie du bist, ist es ja gar nicht in Ordnung. Und nee, lass mal sein, wenn du so bist, dann bist du nichts. Das heißt, wir haben irgendwann ganz schnell gelernt, vielleicht durch unsere Eltern, unsere Freunde, Bekannte, unser Umfeld, die Schule, die Kirche, der Sportverein, dass wir eigentlich nichts sind. Und ja, dann haben wir natürlich auch geguckt, wie sind denn so alle anderen und haben dann gesehen, ui, die ist ja schneller, schöner, begehrenswerter, hübscher, cleverer, intelligenter und der ist, mein Gott, mehr, der kann ja wesentlich mehr, hat einen schöneren Körper, ist männlicher, sie ist weiblicher und. Das heißt, wir begannen uns zu vergleichen und haben sozusagen immer mehr an Selbstvertrauen verloren. Aber es ist nicht weg, sondern es ist nur nicht mehr in unserem Bewusstsein. Also Urvertrauen ist etwas, was wir eigentlich besitzen, aber was uns mehr oder weniger so beigebracht worden ist, dass es gar keinen Sinn hat. Das stimmt doch gar nicht, das ist doch eine Lüge. Das heißt, das Wichtigste ist eigentlich schon mal zu wissen für dich, es ist gar nicht deine Schuld, dass du kein Urvertrauen hast, sondern dein Umfeld, deine Eltern, deine Freunde, deine Bekannte, all das, was so sozusagen dich in deiner Kindheit, in deiner Jugend, in deinem Teenageralter beeinflusst hat, die haben dich dazu gebracht, dass du immer mehr ein bisschen von deinem Selbstvertrauen weggenommen hast. Und dann kann es sein, dass du auch dementsprechend dir Freunde gesucht hast, vielleicht sogar einen Ehepartner gesucht hast, der dir dieses Thema auch immer wieder anbietet. Also der dir immer wieder zeigt, nee, du bist ja eigentlich gar nichts. Ohne mich bist du nichts. Wenn ich weg bin, wirst du nicht mehr vorhanden sein, etc. Und irgendwann haben wir angefangen, diesen Satz zu glauben. Das Schöne ist, du bist nichts, du kannst nichts, ist ein Satz, den wir angefangen haben zu glauben. Das heißt, wir haben eine Meinung übernommen, eine Überzeugung übernommen und sie wurde dann zu unserer eigenen Überzeugung. Irgendwann glaubten wir diesen Satz und wir haben uns dann auch dementsprechend so verhalten. Aber nachdem das ja nicht unsere ursprüngliche Anlage ist, nicht so, wie wir auf die Welt kamen, können wir also dieses Programm, was wir mehr oder weniger unserem Gehirn beigebracht haben, können wir tatsächlich auch wieder umprogrammieren. Und deswegen können wir tatsächlich Urvertrauen, Selbstvertrauen wieder lernen. Also wir haben ja auch sozusagen gelernt, unserem Selbstvertrauen nicht mehr zu vertrauen. Also können wir auch wieder das umlernen. Und deswegen will ich dir heute einen ganz wichtigen Tipp geben, wie wir das tatsächlich sehr effektiv machen können. Und deswegen ist das etwas, was wir natürlich nicht so ad hoc einmal machen und dann ist das für immer da, sondern wir haben ja auch einige Zeit gebraucht, bis wir unser Selbstvertrauen verloren haben. Das ging ja auch Schritt für Schritt und so werden wir auch Schritt für Schritt mit einem Satz tatsächlich wieder zu unserem ursprünglichen Selbstvertrauen zurückkommen. Aber diesen einen Satz müssen wir eben immer wieder erwecken, immer wieder wachrufen,
und ständig wiederholen. Unsere Eltern haben es ja auch ständig wiederholt, bis wir es geglaubt haben. Unser Umfeld auch. Und vielleicht dein Ehepartner oder deine Freunde und Bekannte ebenfalls, bis du es geglaubt hast. So, und jetzt programmieren wir das eben um und du wirst irgendwann anfangen, dir selbst diesen neuen Suggestivsätzen, Befehlssätze, sagt die Hirnforschung dazu, zu glauben. Und dann wird eine neue Überzeugung entstehen. Und beginnen wollen wir heute mit dem ersten, wichtigsten Thema überhaupt, nämlich den Fehlern. Wir glauben ja, wir sind fehlerbehaftet. Stimmt, sind wir. Jeder Mensch hat Fehler. Jeder. Selbst die schönsten und reichsten Menschen haben Fehler, können wir dauernd lesen. Dann haben sie irgendwie ihre Affären und ihre Drogenprobleme. Selbst die tollsten Leute haben Fehler. Der einzige Unterschied ist, die Fehler sind denen relativ wurscht. Ja, ich habe Fehler und sie gehen weiter. Und wir dagegen sind natürlich ein bisschen sauer. Wir sind sauer auf diese Leute. Das ist doch ein Riesenfehler, da kann man nicht einfach sagen, na und weitergehen. Und wir sind deswegen so sauer, weil wir es uns selbst nicht zutrauen. Nee, wenn wir einen Fehler bei uns entdecken oder einen Fehler machen, dann verzeihen wir uns nicht, dann machen wir uns selber fertig. So, und dann erwarten wir natürlich, dass alle anderen auch. Manchmal, wenn der einen Fehler macht, dann muss der doch auch fertig gemacht werden. So. Und so funktioniert die Welt aber nicht, sondern nur unsere eigene Welt. Wenn wir von uns selber sagen, na, ich habe einen Fehler, ach Gott, dann wird das nie etwas werden. Das heißt, wir glauben, wenn ich einen Fehler habe, und Fehler, da gibt es 3 Komponenten. Es gibt natürlich einmal den ersten Fehler, den wir sozusagen in unseren Äußerlichkeiten haben können. Ne? Also nehmen wir an, ich bin nicht schön, also mag ich meine Ohren nicht oder meine Nase oder die Brüste oder der Bauch, die Schenkel oder das Becken und die Zähne. Da gibt es ganz viele Dinge, die ich nicht schön finde, also die ich nicht mag. Es ist also ein Fehler. Und wenn ich so einen Fehler habe, wenn ich so aussehe, dann werde ich nie einen tollen Partner bekommen, ich werde nie einen tollen Job bekommen. Also wir glauben dann, wenn ich so aussehe, dann steht die Welt nicht offen für mich. Das sind so die Äußerlichkeiten. Das Zweite sind die Eigenschaften. Also da sind da solche Sachen wie, ich bin zu schüchtern, ich bin verklemmt, ich bin wütend oder ich bin ungeduldig oder ich bin einfach zu langsam. So, das sind die Eigenschaften. Und da glauben wir auch, ja, ich meine, wenn ich einfach so schüchtern bin oder so verklemmt bin, dann werde ich ja nie irgendwie erfolgreich werden. Also auch da haben wir nicht nur einen Fehler in unseren Eigenschaften, sondern wir glauben, dieser Fehler hat eine Konsequenz. Und die Konsequenz lautet, wenn ich schüchtern bin, wenn ich wütend bin, wenn ich aufbrausend bin, wenn ich ungeduldig bin, dann werde ich nicht erfolgreich sein, dann werde ich keine tollen Partner haben, bla 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 bla. So, also, das Dritte sind so die restlichen Dinge, die wir natürlich auch noch haben. Das sind so Sachen wie, ich habe zu wenig Geld. Wenn ich so wenig Geld habe, wenn ich arbeitslos bin, wenn ich Hartz-IV-Empfänger bin, dann kann ich mit der Welt nichts anfangen, dann steht mir nichts zu. Oder wenn ich so wenig Bildung habe, also was soll ich denn da schon anfangen? Nee, dann steht mir auch nichts zu. Das heißt, wir entdecken nicht nur Fehler, Äußerlichkeiten, Eigenschaften oder in unserem in unserer Lebensart, die wir haben, also unsere Grundvoraussetzung, unsere Basis. Wenn wir in diesen 3 Ebenen Fehler entdecken, und klar entdecken wir die, ich entdecke auch schon 10.000 Fehler und wahrscheinlich du bei dir auch, dann assoziieren wir gleich die Konsequenz daraus, ja, dann steht mir nichts zu in meinem Leben. So. Und deswegen ist es ganz wichtig, dieser Satz, meine Güte, nee, stimmt der denn? Und die Konsequenz, stimmt die denn? Also schauen wir uns mal die Äußerlichkeiten an, wie so ein Körper aussieht. Mit Sicherheit warst du schon mal in der Sauna und mit Sicherheit auch mal schon im Schwimmbad. So, hast du mal die Körper da gesehen, wie die aussehen? Vielleicht warst du auch mal auf dem FKK-Strand. Hast du mal gesehen, wie die Körper aussehen? Ja, die sehen so aus. Die sehen so aus wie ich, wie du, wie er, wie sie, normal. Die Körper, die wir im Kopf haben, die gibt es ja nur auf der Litfaßsäule. Wenn die da Foto gepusht ist bis zum geht nicht mehr. Die gibt es nur im Fernsehen und in der Werbung. Das sind Dinge, die der Realität nicht entsprechen. So, also das heißt, wenn du
dich danach orientierst, dann glaubst du natürlich, dass du Fehler hast. Aber nein, körperliche, sag ich mal, Fehler ist die Norm, so sehen wir aus, das ist ganz normal. Aber natürlich, wenn du jetzt nimm mal an, denkst, oh, so ich aussehe mit diesen Ohren, oh Gottchen, so. Und klar, wenn du den Spiegel guckst, dann schaust du immer nur erstmal diese Ohren an, immer erstmal nur diese Nase, immer nur diese Zähne. So. Und du denkst immer, ich hasse das, ich möchte nicht so aussehen, wie furchtbar sieht das denn aus? So. Und da kommt dann immer gleich die nächste Konsequenz. Oh, ich schäme mich dafür, das darf niemand sehen. Nee, ich gehe da nicht, ich gehe auf keinen Fall schwimmen. Und so. Hat eine riesen Palette an Möglichkeiten, die wir uns sozusagen selbst unterbinden und selbst abschneiden. So. Und deswegen ist es ganz wesentlich, dass wir beginnen, das zu akzeptieren und gleichzeitig uns davon überzeugen, dass dieser Fehler uns nicht daran hindert, dass wir erfolgreich sind, dass wir wundervoll sind, dass die Welt uns offen steht. Denn für alle anderen Menschen, die solche Körper haben, sind die nicht erfolgreich? Jemand, der so ist der nicht erfolgreich? Doch, schau doch mal die erfolgreichen Menschen an, wie die aussehen. Schau mal die Gesichter an, wie die aussehen. Ja. Sind die nicht erfolgreich? Doch. Also du siehst, das ist nur in unserem Kopf. Wenn ich so aussehe, kann ich nicht erfolgreich sein. Deswegen ist es ganz wesentlich, egal, ob du jetzt denkst, ich bin zu schüchtern oder ob du denkst, ich habe kein Geld oder oh mein Gott, so mit diesem Körper, wird das ja nie etwas. Ja? Beginnen wir diesen Satz jetzt mal umzuwandeln. Und zwar, such dir einfach mal etwas aus, wo du sagst, das stört mich am meisten. Also, wir können mal mit dem Körperlichen anfangen, weil es da wahrscheinlich am sichtbarsten für uns wird, was wir tun können. Also, such dir mal aus, was gefällt dir nicht. Bleiben wir weiter bei den Ohren. Ne? Also, mit diesen Ohren. So. Also, obwohl ich diese Ohren habe, bin ich ein wundervoller Mensch. Also, das heißt, das Erste ist, ja, ich akzeptiere, dass ich diese Ohren habe. Das heißt, wir drängen das nicht mehr weg. Wir verleugnen es nicht mehr. Wir schauen uns nicht an und sagen nicht, oh, diese Zähne, so. Oder ich habe dieser Mund. So. Sondern wir sagen, ja, ich habe diesen Mund. Also, obwohl ich diesen Mund habe, obwohl ich diese Zähne habe, obwohl ich diese Ohren, diese Nase habe, diese Brüste habe, ja, obwohl ich so aussehe, bin ich ein wundervoller Mensch. So, das heißt, das Erste ist, was wir tun, wir sagen, ja, ich habe das, ich habe diesen Fehler, ich habe diesen Anteil, der mir nicht gefällt. Obwohl ich das habe, bin ich ein wundervoller Mensch. Das heißt, wir verbinden diesen Fehler mit, ich bin ein wundervoller Mensch. Und einem wundervollen Menschen steht alles zu. Liebe, Anerkennung. Also, obwohl ich diese Ohren habe, obwohl ich so dick bin, bin ich ein wundervoller Mensch. Und alle wundervollen Dinge im Leben stehen mir zu. Also du siehst, welche 3 Inhalte in diesem Satz stecken. Wir akzeptieren, ja, ich bin so dick, obwohl ich so dick bin. Wir verbinden das mit einem wundervollen Menschen, nämlich dich. Du bist dieser wundervolle Mensch. Obwohl ich so dick bin, bin ich ein wundervoller Mensch. Und jetzt verbinden wir das noch mit der Öffnung nach außen. Alles steht mir zu. Ich verdiene alles. Also, obwohl ich so dick bin, bin ich ein wundervoller Mensch. Und alles im Leben steht mir zu. Und ja, das ist natürlich ein Satz, den wir immer wieder machen. Also immer wieder, wenn es dir einfällt, auffällt, oh, du großer Gott, wie sehe ich denn aus? Stopp. Obwohl ich so aussehe, bin ich ein wundervoller Mensch und alles im Leben steht mir zu. Obwohl ich kein Geld habe, bin ich ein wundervoller Mensch und alles im Leben steht mir zu. All die wundervollen Dinge. Und bei den wundervollen Dingen
Da denken wir an Liebe, an Akzeptanz, an Freundschaft, natürlich auch an Geld, Wohlstand, an inneren und äußeren Reichtum, an Nähe, an Intimität, an Freude, an Lebensfreude. Das sozusagen sind die fundamentalen Dinge in unserem Leben, die wir ja unbedingt haben wollen und die alles miteinander verbindet, wonach wir uns eigentlich sehnen. Also obwohl ich so schüchtern bin, bin ich ein wundervoller Mensch und all die wundervollen Dinge im Leben stehen mir zu. Obwohl ich verklemmt bin, bin ich ein wundervoller Mensch und all diese Dinge im Leben, diese wundervollen Dinge stehen mir zu. Obwohl ich eigentlich nie den Mund aufmache, bin ich ein wundervoller Mensch und all die wundervollen Dinge im Leben stehen mir zu. Du siehst, wie sich das plötzlich wandelt. Obwohl ich zu klein bin, bin ich ein wundervoller Mensch und all die wundervollen Dinge stehen mir zu. Obwohl ich schon 3-mal verheiratet war, bin ich ein wundervoller Mensch und all die wundervollen Dinge im Leben stehen mir zu. Obwohl ich im Rollstuhl sitze, bin ich ein wundervoller Mensch und all die wundervollen Dinge im Leben stehen mir zu. Obwohl ich schon so alt bin, bin ich ein wundervoller Mensch und all die wundervollen Dinge im Leben stehen mir zu. Obwohl ich diese Eltern habe, bin ich ein wundervoller Mensch und all die wundervollen Dinge im Leben stehen mir zu. Du kennst wahrscheinlich 1000 solcher Sätze, die dir jetzt einfallen. Obwohl ich nicht rechnen kann, bin ich ein wundervoller Mensch und all die wundervollen Dinge stehen mir zu. Obwohl ich kein Abitur habe, bin ich ein wundervoller Mensch und all die wundervollen Dinge im Leben stehen mir zu. Obwohl ich seit 3 Jahren arbeitslos bin, bin ich ein wundervoller Mensch und all die wundervollen Dinge im Leben stehen mir zu. Merkst du die Kraft, die plötzlich da drin steht? Der vermeintliche Makel, der Mangel, der Fehler, der gibt dir plötzlich Kraft. Warum? Weil du größer bist als dieser Fehler. Ja, und jetzt schau dir nochmal die Schönen und Reichen an. Mit ihren 1000 Fehlern, die sie haben. Wo vieles in ihrem Leben nichts funktioniert. Ja, obwohl sie so erfolgreich sind, sind sie wundervolle Menschen. Und all die wundervollen Dinge im Leben steht ihnen zu. Obwohl ich Angst vor Nähe habe, bin ich ein wundervoller Mensch. Und all die wundervollen Dinge im Leben stehen mir zu. Obwohl ich keinen Sex mag, bin ich ein wundervoller Mensch. Und all die wundervollen Dinge im Leben stehen mir zu. Obwohl ich sexbesessen bin, bin ich ein wundervoller Mensch und all die wundervollen Dinge im Leben stehen mir zu. Du siehst, du kannst es für alles einsetzen. Und wir glauben, dass wir so viele Fehler haben. Und wir glauben, dass diese Fehler uns daran hindern, all die schönen Dinge im Leben tatsächlich zu erhalten. So, und das programmieren wir um. Und wie gesagt, wenn wir das ein bisschen immer wiederkehrend tun, wenn wir diese Sätze uns immer wieder sagen, immer dann, wenn dir wieder mal auffällt, oh, wie bewerte ich mich denn gerade, dann sag dir diesen Satz. Sag ihn dir in der Früh, mittags, abends und du wirst sehen, was sich plötzlich wandelt, was sich plötzlich aufbaut, was plötzlich kraftvoll in deinem Leben stattfindet. Nämlich du. Du erlaubst dir selber. Ja, du erhebst dich selber. Du schaffst dir dein Selbstvertrauen selber und beginnst dir wieder selbst zu vertrauen. Du schöpfst aus deiner eigenen Kraft. Und alles, was du geworden bist, alles, was du vielleicht jetzt gerade nicht hast, all das, was du glaubst, was dich daran hindert, darüber erhebst du dich. Obwohl bin ich ein wundervoller Mensch. Und all die wundervollen Dinge in meinem Leben stehen mir zu. Und dann kannst du entdecken, was passiert. Und nochmal, bei wundervollen Dingen, denke also bitte nicht
zu kleinlich. Da geht es um Liebe, um Anerkennung, um Achtung, um Fürsorge, um Nähe, um Intimität, um Vertrauen, um Wohlstand. Also um all das, was unser Leben eigentlich ausmacht. Das steht dir zu. Obwohl ich, bin ich ein wundervoller Mensch. Und alles Wundervolle im Leben steht mir zu. Und steht dir zu. So einfach. Weil es ist nur ein Programm hier oben im Kopf. Und ein Programm kann man umprogrammieren. Und jetzt bist du der Lehrer. Du bringst dir selbst etwas bei. Gibt es einen besseren Lehrer als dich? Ja, du bist der beste Lehrer und du beginnst jetzt damit. In diesem Sinne, wenn das Video dir gefallen hat, wenn es dir ein bisschen geholfen hat, bitte dann teile es allen anderen mit und teile dieses Video weiter, damit sie auch beginnen, obwohl ich bin, wundervoll und ihr Leben erweitern können. Und wenn du magst, gib mir einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, dann machst du mir eine ganz große Freude damit und schreib in die Kommentare, wie es dir damit geht. In diesem Sinne, ich freue mich total auf deine Persönlichkeitsentwicklung und ich freue mich total, mit welchen großen Schritten du ab jetzt vorangehen wirst. In diesem Sinne, alles Liebe, dein Pierre.